Hallo ihr Lieben! Ich hatte euch auf Instagram diese leckeren Schokobrötchen gezeigt und euch gefragt, ob ihr das Rezept haben möchtet. Hier ist es. Die genauen Zutaten findet ihr nochmal in der Infobox. Wir starten mit Milch. Für dieses Rezept ist es wichtig, dass alle Zutaten Zimmertemperatur haben, bis auf die Milch. Die erwärme ich jetzt, bis sie lauwarm ist. Achtet darauf, dass sie wirklich nur minimal warm ist. Wenn sie zu heiß ist, stirbt euch die Hefe ab, die wir jetzt auch schon dazugeben. Dann kommen noch Salz und Agavendicksaft hinzu. Wenn ihr letzteres nicht habt, könnt ihr auch flüssigen Honig nehmen. Jetzt gebe ich noch ein Ei hinzu und rühre das Ganze dann mit meinem Schneebesen einmal durch. Dann wird das Mehl hineingesiebt. In meinem Fall Weizenmehl. Vollkorn ist natürlich viel besser, aber damit ist mir noch nie ein Hefeteig gelungen. Mit Hilfe eines Handrührgeräts vermenge ich die Zutaten schon mal grob. Als letztes kommt geschmolzene und wieder erkaltete Butter zum Teig und jetzt müsst ihr einige Minuten kneten. Mit einem Handrührgerät, wie ich es hier habe, geht das ganz schnell. Sobald der Teig geschmeidig wird und sich von der Schüssel löst, ist er fertig. Knetet dann nicht mehr weiter, ihr könnt Hefeteig auch überkneten, dann fällt er in der Struktur zusammen und wird wie Kaugummi und ihr könnt nochmal von vorne anfangen. Der Teigball muss nun gehen. Dafür streiche ich eine Schüssel mit Öl aus, gebe den Teig hinein und bestreiche den Teig mit etwas Wasser, damit er beim Gehen nicht austrocknet. Dann decke ich ihn mit Klarsichtfolie ab und gebe ihn an einen warmen Ort. Bei mir ist das immer der Ofen, bei dem ich nur die Lampe angeschaltet habe. Die gibt schon genug Wärme ab. Ist der Teig doppelt so groß geworden, verarbeiten wir ihn weiter. Bei mir hat das ungefähr 40 bis 60 Minuten gedauert. Es kommt aber immer darauf an, wie warm es bei euch ist. Ich teile den Teig in 4 Teile, rolle ihn zu einem Rechteck aus und gebe dann Schokotropfen dazu. Jetzt klappe ich die Seiten ein und rolle den Teig zu kleinen Brötchen auf. Die kleinen Brötchen werden mit etwas Abstand in eine ofenfeste Form gegeben und dürfen jetzt nochmal 30 Minuten gehen. Ihr werdet sehen, sie werden nochmal ein Stück größer. In der Zwischenzeit habe ich ein Eigelb mit etwas Milch verquirlt und bestreiche die Brötchen damit. Dann wandern sie in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze für ungefähr 15 Minuten. Und schon sind eure Schokobrötchen fertig. Sie haben eine wirklich tolle Konsistenz,
Probiert das Rezept gerne aus und schickt mir eure Rezeptfotos auf Instagram und abonniert den Kanal natürlich gerne, darüber freue ich mich immer sehr.